Mir zugeschaltet ist jetzt Matthias Middelberg, CDU, stellvertretender Fraktionsvorsitzender und zuständig für Haushaltspolitik. Schönen Nachmittag, Herr Middelberg. Den wünsche ich Ihnen auch, Frau Schupelius. Die Steuerschätzung hat ein Minus von knapp 13 Milliarden Euro prognostiziert. Woher kommt dieses Minus? Wie ist dieses Loch entstanden? Ja, das ist das Loch der Ampel, wenn man das mal ganz schlicht so sagen will. Es ist das Ergebnis dieser chaotischen Wirtschaftspolitik, die wir jetzt seit 3 Jahren erleben. Permanente Zerstrittenheit, völlige Unklarheit darüber, welcher Kurs eigentlich verfolgt wird. Und in so einer Situation investiert halt kein Unternehmer mehr und Verbraucher verlieren jedes Vertrauen. Deutschlandfonds oder auch der Doppelwumms, die Ideen fürs Geld ausgeben bei der Ampel, die sind da. Ich frage Sie, ist das die richtige Botschaft an die Bevölkerung oder sollte jetzt ein Sparkurs folgen? Ja, man kann ja darüber streiten, welche Strategie man jetzt wählt. Nur man muss sich dann irgendwann für eine klare und nachvollziehbare Strategie entscheiden, damit dann eben Verbraucher, aber auch Wirtschaft, Industrie, Unternehmen sich darauf einstellen können. Erst dann kommt Vertrauen zurück in eine, ich sag mal, stabile Entwicklung. Und erst dann werden Private wieder Geld in die Hand nehmen. Und erst dann kriegen wir wieder Wirtschaftswachstum. Diese Regierung strahlt einfach kein klares Konzept mehr aus, keine Zuversicht. Und deswegen kann man nur sagen, wäre jeder Tag besser, wenn man sich entscheiden würde, diese Regierungsveranstaltung jetzt zügig zu beenden. Herr Middelberg, in Ihrer Kritik an der Ampel sind Sie sehr klar. Wo können denn aber Ihrer Meinung nach und aus der Sicht der Unionspartei oder wo müsste mehr als können der Rotstift jetzt angesetzt werden? Also wir fordern das eigentlich seit 3 Jahren, dass jetzt ein Umbau im Haushalt stattfinden muss. Und auch Herr Lindner nennt ja jetzt durchaus die richtigen Baustellen. Das Thema Bürgergeld. Wir müssen viel mehr Menschen aus dem Bürgergeld, die arbeiten könnten, in Beschäftigung bringen. Da sind völlig falsche Anreize gesetzt worden. Diese Anreize hat aber die Ampel gesetzt. Und das andere Thema ist das Thema Asyl. Auch das kostet sehr, sehr viel Geld. 27 Milliarden mittlerweile jedes Jahr. Das Bürgergeld über 50 Milliarden, mehr als 10% des ganzen Haushalts. Wenn man die Zuwanderung über Asyl begrenzen würde, würde man auch da viel Mittel freimachen können. Ebenso beim Thema Bürgergeld. Dann hätte man Geld für Investitionen. Und dann könnte man das Land auch wirtschaftlich wieder anschieben. Das sagen wir seit 3 Jahren. Der Finanzminister sagt es jetzt auch. Wenn er sich in dieser Regierung damit jetzt nicht durchsetzen kann, dann sollte er wirklich endlich die Konsequenz ziehen. Herr Middelberg, Sie sprechen den Finanzminister Christian Lindner an. Der wiederum hatte auf die Idee dieses Deutschlandfonds von Robert Habeck reagiert, nannte es einen Hammer, den er rechtlich prüfen lassen wolle. Das alles riecht doch sehr nach Streit in der Ampel. Meinen Sie, durch dieses Minus wird der Haushaltsstreit jetzt noch einmal befeuert oder wird man es diesmal hinter den Kulissen versuchen zu lösen? Ich halte das für möglich, dass man sich durch irgendwelche schrägen Buchungen hier wieder durch die, ich sag mal, durch die Misere durchrettet. Das wird dann aber dazu führen, dass wir einen völlig unsoliden Haushalt bekommen am Ende des Jahres. Und dann werden irgendwann im Laufe des nächsten Jahres die Gelder ausgehen. Und dann werden wir erleben, dass es wieder Förderstopps gibt von heute auf morgen, wie wir das bei der E-Auto-Förderung erlebt haben. Diese Regierung versucht offensichtlich nur noch, sich durchzuschleppen bis zum nächsten Wahltermin. Und deswegen wäre es eben so wichtig, wenn man jetzt wirklich die Reißleine zöge, dann könnten wir wirklich neu starten und Zuversicht in diesem Land wieder verbreiten. Herr Middelberg, ich möchte gerne noch einmal auf diesen Vorschlag von Robert Habeck eingehen, des Deutschlandfonds. Es gibt nämlich Wirtschaftsexperten, die das kritisch sehen. Es gibt aber auch so eine, die sagen, dass der Ansatz des Investierens und dadurch vielleicht auch erstmal neue Schulden zu machen, der richtige sei, um die doch sehr schwache Wirtschaft momentan anzukurbeln. Sie haben klargemacht, dass Sie das nicht so sehen und haben auch schon gesagt, was die Ideen und die Kritikpunkte der CDU sind. Aber können Sie diesen Wirtschaftsexperten, die Robert Habeck zustimmen, nichts abgewinnen? Also wir sind immer bereit für, ich sag mal, besondere Operationen, wenn wir Investitionsbedarfe sehen, wenn wir da Nachholbedarf sehen. Das haben wir ja bei dem Sondervermögen Bundeswehr gezeigt. Da haben wir eingeschlagen, haben gesagt, wir ändern das Grundgesetz und machen ein solches Sondervermögen neben der Schuldenbremse 100 Milliarden extra. Über solche Dinge kann man immer mit uns reden. Wir sind konstruktiv als Opposition. Aber eins muss jetzt wirklich mal vorher stattfinden. Dieser Haushalt muss wirklich umgebaut werden. Es sind viel zu viele Ausgaben drin im sozialen Bereich, die eigentlich nicht getätigt werden müssen. Da hat Christian Lindner ja richtig gesagt,
Das ist überhaupt nicht zielgenau. Und da kann man eine Menge einsparen, auch beim Thema Asyl, ich habe es gesagt. Und wenn man diese Schritte erstmal geht und dann noch Investitionsbedarfe offen sind, dann kann man immer mit uns reden. Aber diese Regierung muss sich jetzt endlich mal bewegen und beim Thema Sparen ansetzen. Der Gerhard Schröder hat es doch auch damals geschafft, als wir eine Krisensituation hatten. 2 Jahre Rezession waren es damals auch. Wir sind jetzt auch im 2. Rezessionsjahr. Jetzt müsste diese Regierung kommen und endlich einen Kraftakt hinlegen, eine Agenda 2030, das Ruder wirklich rumreißen. Diese Kraft müsste die Ampel haben. Und wenn sie die nicht hat, dann muss sie den Löffel abgeben. Sagt Matthias Mittelberg von der CDU, verantwortlich für Haushaltspolitik. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und das Gespräch. Ich danke Ihnen.